Und ich denke mal nach dieser komischen Nebenoperation, also wir werden jetzt erstmal ein bisschen Kassetten hören auf der Nebenoperation und dann machen wir nochmal die nächste. Wollte ich gerade sagen, wir können auch die nächste Nebenmission danach, die nächste Hauptmission nach der Nebenmission machen. Ich wollte ja erstmal ein bisschen Kassetten hören und so. So, warte. Wir fahren gerade direkt an dem Missionsgebiet vorbei. Was ist das denn jetzt? Schützt ihr FOBs. Ihre FOBs können jederzeit von Rivalen feindlichen Unterstützung Sicherheitsteam, sondern auch indem sie eine Sicherheitsgruppe entwickeln. Sicherheitseinstellungen. Jetzt bin ich gespannt. Kommandantenplattform. Kommandoplattform meine ich. Grundeinstellung, was ist das denn jetzt? Interessant. Ich mache einfach mal direkt das teuerste und geilste. Von aller FOBs anwenden. Weitere Einstellungen, Deck 1. Ach nee, komm, dafür kann ich jetzt nicht. Oh, was ist das denn jetzt noch? MU-Bewertung. So, hier Rang 1. Okay, das hat aber mit den FOB-Sachen zu tun. Ich will ja aber erstmal ein bisschen Kassetten hören. So. Where is she? You mean quiet? In her cell, of course. Why did you send her out with the boss on that mission? She proved herself well enough, didn't she? The boss sure knows talent when he sees it. That woman will never be one of us. So. She's targeting him. Don't forget, we do owe her one. What's that supposed to mean? Remember what happened when she first got here? She shot down the aircraft Cypher sent after us. Not only that, she hit the cockpit. Who else could have done that? We're talking about a fighter jet traveling at Mach speed. What's your point? If she hadn't been there, the boss's chopper would be at the bottom of the ocean right now. Or it would have been followed right back to Mother Base. So let's say she does have some elaborate scheme in the works. If you want to catch her in the act, all we can do is sit back and wait. On the other hand, if she swears allegiance to the boss like our other Fulton recruits, he couldn't ask for a better partner. She's got you fooled. I have eyes on her. If she tries anything, she'll regret it. We lose nothing either way. Okay, wir machen trotzdem noch ein paar andere Kassetten. Ich meine, wir haben so viele und viele davon enthalten halt eben wichtige Informationen. Zum Beispiel die US-Befragung. Weißt du was, da hören wir uns einfach mal alles, Moment, was ist das alles? Eins. Ja, wir wollen alles hören. It wasn't just Cypher. Back in the Caribbean, every eye in the world was turned on us. A private army, just a bunch of guys with guns, in possession of a nuke? Why wouldn't they be uncomfortable? And that's why you made sure the inspection happened. Well, I thought our best move was to prove to the UN through the IAEA that we had no nuke. Of course, I was against us having it in the first place, but that was Snake's decision. The boss wasn't responsible. Well, don't get me wrong, I still believed in Snake. I thought I was making the best decision for all of us, that's all. I figured we should get a third party to exonerate us before proof of the nuke did get out. And who better to do that than an organization with international authority? So the truth is, you took it upon yourself to agree to an inspection arranged by the UN. Only the inspection was a ruse, and Cypher's strike force, XOF, showed up instead. I had no idea that would happen. Enough bullshit! Oh, sure, like I could have known. You know, I was just trying to prove our innocence to the world. What's wrong with that? We're not interested in the excuses you thought up. The truth is objective.
it from my point of view. You led XOF to the control tower. They seized You gotta extract him. complete control over the base. Moments later, they detonated C4 on the strut legs. Anyone who'd managed to survive was hunted down by the assault force and their choppers. Ja. You can't believe I did that on purpose. That was the end of Mother Base. But it wasn't the end for you. How can you... Look, think about it. I lost something too. I built Zeke and it got buried underwater. I am a victim. That raises the big questions. Why were you the only one spared? You got away without a scratch. Why did Strangelove leave the base on the eve of the inspection? You two were close. Strangelove? And how did you manage to build something that surpasses Zeke in every way? Because you did everything they told you. You're the only one who didn't lose a thing. That is the truth. I was taken away against my will. Skullface forced me to do his research these past 9 years. He used me. I lost 9 years. 9 years. We all lost 9 years. It wasn't just you. I suppose blaming me makes you feel better, does it? But who's gonna give me back all the time I lost? You're not getting anything back. You're not a victim here, Emmerich. You're the perpetrator. I didn't know anything. Nobody can back that up. Yeah, all the evidence is at the bottom of the ocean. You know the hardest man to break? The type who's fooling himself. That takes time. It's easier to live a convenient lie than a painful truth. Is that the piece you've chosen, Doc? I'm not lying. Of course. Just let me check one or two things. Was wird den? On that day, you were in the control tower with them. Lucky you. That's how you got out unscathed. And you escaped on one of their choppers. Only Subject on board. Leave the rest to us. They had me blindfolded the whole time. I've never been so scared. The whole flight, I thought they'd kill me. But thinking of you kept me going. My comrades, all the way. And he's coming too. Roger that. Then we traveled by road. When they finally took off the blindfold, I was in kind of a warehouse, on the floor. So, ich denke mal, wir machen kurz... Ich wähle kurz die nächste Mission aus, während das Ganze im Hintergrund läuft. Ich denke mal, es ist wichtig, ein bisschen was von der Story mitzubekommen. Hier ist noch was, da ist noch was. What kind of research? He told me to build a bipedal walking tank for the Soviet Union, like Peace Walker, a system that could fire an ICBM-class nuclear weapon. That's how the Sahelanthropus project got started. Sahelanthropus. Those AI weapons I'd made in Costa Rica were like toys by comparison. A whole world apart from reptilian four-legged crawling and that ridiculous hunched-over bipedal waddling. My design evolved to the dawn of mankind. Sahelanthropus, the first steps towards humanity. An upright bipedal weapon system. Originally, Sahelanthropus was going to be a manned weapons platform. I designed a cockpit in its head, and I planned to fill it with water as a buffering agent. Like how Paz modified Zeke for human control. Don't compare me to some amateur. I designed it for human control from the beginning. The problem was miniaturizing the posture control AI. You remember the reptile pod? The AI that controlled your unmanned weapons. Attaching it externally makes it vulnerable. So this time I wanted it beneath the Ah, perfektes Timing, huh? meaning I had to make the AI smaller. I got it down to less than 1/10 the size without any loss in computation speed. But it was still too big for the cockpit. There wasn't enough room for the pilot. If I made the head bigger, its body would have to be bigger to support it. Too big to be practical. In the end, human piloting was taken off the table. I tested a remote control system too, but there was the time lag and I wasn't satisfied with its precision either. Plus, it would be useless if the enemy jammed it. So next, I went back to trying an AI-only system.
To do that, I had the AI pods recovered from Nicaragua. This was a hybrid AI, a combination of Peace Walker's reptile and mammal pods. The only AIs that had ever successfully operated an unmanned nuclear weapon system. Really? You'd need some help to get that working. Expert help. Did you work with someone? I worked alone. You did that yourself. That's the thing. The AI didn't pan out in the end either. But I did finally get Sahelanthropus walking Also, wo kommen wir denn da rein? over its upper body to lower its center of Hier gravity. ungefähr. Okay, The gut. first upright bipedal locomotive weapon system in the history of mankind. I guess technically it falls into the anthropoid ape category. I don't see the benefit of having it stand taller. On terrain with significant differences in elevation like Afghanistan, you need a body that's vertically adaptable. That also lets it attack from long range while using mountain ridges for cover. So, making it walk upright was the most important factor in giving it superior height capability. As the name suggests, that was the whole point of Sahelanthropus. But I was being pushed for results. Having the AI mounted externally would have been the fastest way to get it working. I just needed more data so it could maintain its balance. But Skullface refused to wait. He dismissed the idea of AI control and took Sahelanthropus away from me before I could finish it. That's the target. It was walking. I remember him. He was off base during the attack 9 years ago. I don't understand how Bring him home, boss. right. Without a pilot or an AI. Schön stehen. And walking at that speed, too. It's beyond anything I could have imagined. Ja, easy. This is like the Wright brothers making it to the moon. I'm just as clueless as you are. So this Sahelanthropus, where is it now? I have no idea. All my experiments took place at that cave. I've never seen it anywhere else. Besides, it's still just an incomplete prototype at this point, and nothing but a paper tiger. You gonna extract him? It's far from being a viable weapons platform. It wouldn't be useful in actual battle. Emmerich will remain here at Mother Base for now, but not as a member of Diamond Dogs. I still don't trust him. That work for you? Fine by me. He can't be allowed any contact with staff either. Yeah. A lot of the guys would love some payback for 9 years ago. We still need him alive. But we have to restrict his movements. He can only go where we tell him. And of course, the interrogations will continue. He worked for that skull bastard for nearly a decade. He still has more to tell us. How long are we gonna press him? So, weißt du was, wir gehen nochmal ganz kurz in die... dieses komische Ding jetzt besuchen. Das hier. Den Flughafen, weil ich bin mal interessiert. Remember that water tank-shaped object in Emmerich's lab in the Soviet base camp? The thing that started talking to you like a possessed answering machine. That was a pod built for housing the AI used to control unmanned weapons. You remember, back in '74 in Costa Rica. It was in those machines you fought there. They were designated Pupa, Chrysalis, Cocoon, and Basilisk. And each of them was fitted with an AI unit called a reptile pod. Emmerich created it. It mainly handled the machine's posture control and autonomous behavior. But the Basilisk, aka Peace Walker, also featured a second AI pod. That one was called the Mammal Pod, and it was created by Dr. Strangelove. She tried to recreate the boss's personality through the Mammal Pod, but you pulled out its memory boards. That's when it transferred its own functions to its reptile pod. Just like a human brain compensating for damage by using the remaining healthy parts. The result was a unique entity, a hybrid of the reptile and the mammal. It sank to the bottom of Lake Nicaragua with Peace Walker. But apparently they salvaged it and transported it to that Wir nehmen jetzt mal lab. mit. Don't let it deceive you, Snake. It may sound like the boss, but it has neither a personality nor a will. Like Emmerich says, it's just a machine. So, da wären die Unterhaltungen auch schon vorbei. Ich hoffe mal, es hat euch nicht allzu sehr gestört, dass wir einfach mal einen Großteil der Folge irgendwie durch mit Dingens uns beschäftigt haben. Aber ich finde, die muss man einfach ausnahmsweise mal hören. Komm, den nehmen wir auch noch mal mit. Die Frage ist jetzt, wollen wir hier noch was machen, weil
Ich denke mal, warte, die haben hier die Nebenmission. Ich habe mal gerade nachgeguckt, habt ihr ja gerade bestimmt gemerkt. Wo war das denn? Hier sehen wir alle Missionen, die hier sind, ne? Die Mission haben wir schon mal gemacht. Die Mission haben wir auch schon mal gemacht. Also, all die beiden blauen Kreise, die wir haben, die wurden eigentlich schon gemacht, aber die werden trotzdem nochmal markiert. Ich frage jetzt nur, ob wir die nochmal machen wollen, aber ich denke mal nicht. So. Hier waren nur noch mal die beiden Typen mit. Ja, komm, die sind sogar ziemlich gut. Wir wollen ja nicht, dass die Folge zu kurz wird. Kann aber auch sein, dass ich mich irgendwie mit der... Ja, das war jetzt blöd. Kann auch sein, dass ich mich mit der Folgenlänge vertue. Ich will ja nicht zu lang machen. Aber ich denke mal, so lange sind wir jetzt auch nicht dabei. Und wir können noch mal auf jeden Fall 1 oder 2 Leute mitnehmen. Gerade die beiden, die hier sind. Okay, der Typ. Interessant. Anderen nehmen wir auch noch mal mit. Und danach denke ich mal, fliehen wir mit dem Tanker da, mit dem Container. So. Dafür, dass wir letztes Mal keinen mitgenommen haben, nehmen wir einfach mal diesmal 2 mit. Mit letztes Mal meine ich bei der einen Mission. Oh, den nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Irgendwo ist hier ein LKW. Das war mir auch nochmal ein bisschen Kummer. Okay, ich hoffe mal, der LKW kommt jetzt nicht zu uns. Das möchte ich mal ganz kurz abchecken. Er bewegt sich hier rein. Alles klar. Warte, ich will beide mal abchecken. Wobei ich denke mal, wir haben das schon. Ne, Moment. Okay. Beide relativ ungeil. So, nimm mich mit. Shit. Oh, er bleibt sowieso stehen. Okay, interessant. Jetzt ist Mitternacht geworden. Oh, Mitternacht auf dem Flughafen von Gut und Böse. Ach, da unten bist du. So, weißt du was? Das Poster gefällt mir sehr gut. Ist hier vielleicht noch irgendwo etwas? Warte, vielleicht da noch irgendwo etwas? Ist hier generell noch irgendetwas? So, 17 Meter über uns ist der eine Typ. Wir werden mal kurz abchecken, wie wir da hinkommen. Blindheit kennt keine Grenzen, ha? Einfach erstmal an dem vorbeilaufen. Come on. Ja, mehr Informationen brauchen wir nicht. Wobei, den wollen wir auch nochmal mit. Okay, dich brauchen wir auch nochmal. Komm schon. Jetzt schläft er ein. Mann ey, schießt ihm die ganze Zeit eigentlich auf den Kopf, also auf den freien Teil des Kopfs, aber nope, anscheinend schießt ihm immer gegen den Helm. Moment, der kommt aber nach oben, oder? Ah, okay, hat er irgendwie geschafft. Der Helm hat es nicht geschafft. Das ist schade. So, den einen Typen will ich aber noch mal kurz nehmen. Denn der war ja auch ganz interessant.
Kann man eigentlich auf den Turm da hoch? Ich denke mal nicht, ne? Ich weiß, dass wir hier hochkommen. Ja, nee, wobei ich gehe lieber nicht hier hoch. Denn wo man hochkommt, kommt man auch gleich schnell wieder runter. So, hallo. Pfeiler. Wo ist Johnny? Ach, da unten ist er gewesen. Ach, du Scheiße. Shit, nachladen. Oh, oh. Hab ich gerade die Sniper gesehen, ey. Wo war denn der Sniper? Wo genau war der Sniper? Da sehe ich wieder den Schuss. Du bist der Sniper. Okay, fluchten wir mal. So. Alles cool, alle mitgenommen. Alles okay. So, alles schnell der Scheiß. Oh, shit. Vergessen festzuhalten fast. So. So viel dazu. Also nochmal kurz zum Schluss. Sag mal, wie ihr es findet, wenn wir regelmäßig so ein bisschen FOB-Missionen sind verfügbar. Weiteres finden Sie in den Menü FOB-Missionen. Okay. Nice. Müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Für den Fall, dass ihr weiter wollt, dass ich irgendwie so regelmäßig Kassetten abspiele, ne, damit wir so ein bisschen die Story erfahren, weil, ne, wenn man mal ehrlich ist, in der Hauptmission erfährt man nicht so viel von der Story, sondern soll eigentlich irgendwie immer nur irgendwo hingehen und irgendwelche Sachen machen. Und so Story ist Nebensache, wenige Cutscenes. Das meiste davon erfährt man so ein bisschen durch die Kassetten und deshalb würde ich die gerne häufiger abspielen. Das ist nur die Frage, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Also schön schreiben, ob nicht oder doch. Alter, nur E-Leute abgeholt. Das glaube ich ist irgendwie... Ne, Moment, das sind Freiwillige. Wenn der ja nicht so schlecht wäre, dann würde ich jetzt sehr, sehr beeindruckt sein. So, nahtloses Klettern. Durchhalten der Aktionstaste E während des Bewegens können Sie sich sofort über Hindernisse oder Übung klettern oder ohne anzuhalten.